Du lernst, wie du deinen Content so optimierst, dass du die Trefferchance bei Google SGE und in Chatbot-Antworten aufzuscheinen erhöhst. Viel Spaß! Ich freue mich ganz extrem auf diese Folge. Wir starten mit meiner Einschätzung zu SGE Stand heute. Keine Panik, SGE ist wirklich halb so wild. Ich habe mich in den letzten Wochen nur mit SGE beschäftigt, sehr viel ausprobiert, sehr viel getestet und für viele Branchen ist es nicht viel mehr als Featured Snippets auf Steroide. Wer muss jetzt mit größeren Änderungen rechnen? Für E-Commerce wird es ganz spannend. Wir wissen ja, SGE zielt auch darauf ab, die Kundenreise zu verkürzen. Dementsprechend wird es sicher kleinere Anpassungen im E-Commerce geben müssen, aber am Ende wird es keine negativen Auswirkungen geben. Es gibt aber durchaus Branchen, wo es negative Auswirkungen geben wird, aus meiner Sicht heute, und zwar für Unternehmen, die von Impressionen leben bzw. Werbung verkaufen. Dadurch, dass einfach Fragen kurz und knackig direkt in den Suchergebnissen beantwortet werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Traffic Top of the Funnel weniger wird und damit sind diese Unternehmen direkt betroffen. Und vielleicht nicht die ganz großen, aber die kleineren werden das sicher zu spüren kriegen und auch die mittleren. Dann auch Affiliates haben weiterhin Chancen, also da habe ich meine Meinung geändert zum ursprünglichen Video, aber wie wir auch schon nach dem Helpful Content Update gesehen haben, man muss richtig gut sein, man muss wirklich eine Marke aufbauen, um mitspielen zu können. So, wie bekommen wir jetzt Sichtbarkeit bei SGE Antworten? Was wir für SGE vor allem brauchen, ist eine spezielle Art der Content-Optimierung, die Featured-Snippet-Optimierung und Nutzerfragen, auch Box-Optimierung, sehr ähnlich ist, nur leider eben zum aktuellen Zeitpunkt etwas volatiler. Dein Ziel ist es, die relevanteste, kürzeste, klarste Antwort zu haben, also letzten Endes ein passendes Stück Text. So, wo willst du jetzt in SGE aufscheinen? Wo bestehen die Chancen? Und dazu springen wir direkt in SGE rein. Wir sind jetzt hier auf Google.com, Best E-Bikes. Ursprünglich bei diesem Ergebnis wird der Generieren-Button angezeigt, aber kein vorgeneriertes Ergebnis. Das heißt, dieses Ergebnis habe ich jetzt in einem zweiten Schritt generiert. Und das erste, wo wir rein wollen bei SGE, ist ganz klassisch in diesem Karussell. Das gibt es nicht bei jeder Suchanfrage, aber bei vielen Suchanfragen. Und hier kann man auch noch weiter scrollen. Und natürlich wollen wir in die Top 3 von diesem Karussell rein ranken. Dann, wo wir rein ranken wollen, ist bei, ich nenne es Quellennachweise, manche amerikanische SEOs nennen es Dropdown, aber wir haben jetzt beim Keyword What is SEO, haben wir direkt eine KI-Antwort und zu jedem Teil, das sieht man eh schon, gibt es so ein Dropdown und unter diesem Dropdown ist wieder ein Karussell, welches eben diese Antwort wurde vom Sprachmodell generiert und als Fundament basierend auf diesem Ergebnis. Und da kann ein Ergebnis stehen, da können 3 Ergebnisse sein, da können manchmal auch sogar mehr Ergebnisse angezeigt werden, aber das ist für einen bestimmten Part, das ich angezeigt werde. Also das Spannendste ist, im Karussell zu ranken. Dann, was auch sehr wichtig ist, ist eben in diesem Quellennachweis rein zu ranken, weil dieses Karussell, was wir uns vorher angeschaut haben, basiert in der Regel darauf oder funktioniert so, dass beim ersten Quellennachweis das Ergebnis, was hier Platz 1 rankt dann typischerweise auch im Karussell Platz 1. Wie ihr seht, wird das Karussell aber nicht immer angezeigt, aber letztendlich sind es alles Karussellergebnisse. So. Dann, was ich super spannend finde, ist, wenn wir nochmal zurückspringen zu Best E-Bikes, ist die Produktvorschläge. Wenn wir hier klicken, dann sehen wir, wo diese Antwort herkommt. Und diese Produktvorschläge sind natürlich ein Ergebnis aus diesen Karussellergebnissen, aber auch aus dem Shopping-Graph. Hier zu optimieren ist natürlich für E-Commerce-Unternehmen super spannend, beziehungsweise für Hersteller, die mehr von ihrer Marke verkaufen wollen, sehr spannend. Und zu guter Letzt, das ist wirklich ein Randcase und nur für manche interessant, wir haben ja auch immer, das sind solche Follow-up-Fragen, die können an unterschiedlichen Stellen stehen. Das haben wir zum Beispiel beim Keyword E-Cigarette versus Vape.
Und dann gibt es hier diese Follow-up-Fragen. Für gewisse Keywords kann es Sinn machen, vor allem zum Beispiel, wenn ein KI-Ergebnis zu deiner Marke generiert wird, dass wir diese Fragen beeinflussen wollen, damit wir jetzt nicht irgendwelche negativen Sachen drin haben. Was braucht es dazu? Ist eigentlich nur möglich, wenn ich der Markenführer bin oder der Marktführer und eine wirklich extrem hohe Themenautorität habe. So. Das Beste jetzt am folgenden Prozess, den wir besprechen, ist, dieser Prozess hilft dir auch zu mehr Sichtbarkeit in ChatGPT, Bing Copilot und Perplexity. Was ich ganz spannend fand und in den letzten Wochen erst wirklich gelernt habe, ist, ich dachte lange Zeit, dass RAG, für alle, die nicht wissen, was RAG ist, hier das Video, bedeutet, dass Google immer mit seinem Sprachmodell basierend auf irgendwelchen Ergebnissen, also es verwendet die Ergebnisse nur, um abzugleichen, ob die Antwort korrekt ist und dann generiert selber basierend auf diesen Ergebnissen eine Antwort. In der Realität ist es aber so, dass Google wie bei einem Featured Snippet direkt den Text von einer Webseite übernimmt. Ich bin voll gespannt, wie das rechtlich ist, weil sollten zum Beispiel Publisher weniger Traffic kriegen dadurch und dann werden ihre Textschnipsel aber direkt übernommen und sie verlieren Traffic, dann wird Google massive Probleme kriegen. Aber ist nicht mein Problem, ist Googles Problem. So, und jetzt sehen wir uns Schritt für Schritt an. So kommst du im AI-Snapshot auf Platz 1. So. Schritt 1, und das ist das Trivialste, du brauchst idealerweise eine Seite, die bereits in den Top 10 rankt. Neuere Studien zu SGE zeigen auch, ganz am Anfang war es so, dass kreuz und quer SGE hat irgendwelche Ergebnisse genommen und dann zitiert. Jetzt ist es so, tendenziell ist es sehr wichtig, dass du in den Top 10 rankst, dass du dann in SGE auch angezeigt wirst. Was wir dazu grundsätzlich mal machen würden, was klug ist, wir schauen uns an, wo die Opportunities sind. Das heißt, wir schauen uns organische Keywords an, in jetzt zum Beispiel Ahrefs oder ein Tool, was du halt hast. Dann sagst du, okay, Ranking, Top 10, filtern und so weiter, Ergebnisse anzeigen. Dann zeigt es mir alle Keywords an, wo ich in den Top 10 ranke. Und dann, das hat jetzt logischerweise Ahrefs noch nicht für Deutschland, kann ich wahrscheinlich filtern, wo scheint ein SGE-Ergebnis auf und dann würde ich diese Themen direkt angehen in der Optimierung. Schritt 2, da springen wir zurück direkt in SGE. Du klickst auf die Ergebnisse im Karussell und in den Dropdowns und sammelst die Textstücke. Das heißt, was wir machen würden, ist, nehmen wir das Beispiel E-Cigarette versus Vape und ich will hier oben hier zitiert werden zu diesem Textstück, dann würde ich jetzt alle Karussellergebnisse öffnen. Zack, zack, zack. Dann manchmal ist es mit Sprungmarken, manchmal ohne Sprungmarken. Also ihr seht zum Beispiel, dieses Ergebnis ist ohne Sprungmarke, da ist nichts markiert, versus bei diesem Ergebnis ist wieder das Klassische, was wir kennen von Featured Snippets, wo direkt klar ist, okay, dieser Teil des Textes, deswegen zitiert Google SGE dieses Ergebnis. Schauen wir es uns beim letzten an, bei dem wird auch zitiert und so weiter. Und wir würden uns all diese Textstücke zusammen gruppieren und daraus natürlich Schlüsse ziehen. Genau, was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wenn es manchmal keine Sprungmarke gibt, mein Gefühl ist, es scheint zu implizieren, nach meinem bisherigen Verständnis, dass auf dieser Seite keine passende Codes-Antwort ist. Das heißt, wenn diese Sachen, die hier zitiert sind, die haben tendenziell eine sehr hohe Informationsdichte versus dieses sehr autoritive Ergebnis, das heißt Center for Disease and Control, das ist also die offizielle staatliche Website. Das Ergebnis muss Google hier vielleicht zitieren, aber es gibt keine kurze Antwort, die es direkt rausziehen kann. Das ist meine Vermutung, vielleicht ist es komplett falsch, aber es ist mein Gefühl. So, drittens. SGE liebt kurze, hochrelevante und passend formatierte Textstücke. Das heißt, wenn wir jetzt aus einem Karussell, wo wir rein wollen, diese Textstücke zusammengruppieren, sofern es fix markierte Teile gibt, daraus können wir schon letzten Endes Schlüsse ziehen. Okay, das muss der Inhalt der Antwort sein, damit ich hier zitiert werden kann. Ein ganz einfaches Beispiel ist hier bei diesem Karussell zu SEO, zu dieser Grunddefinition zu SEO. Da gibt es diese Antwort mit eben einem zitierten Text.
Es ist jetzt voll einfach natürlich diesen Text zu nehmen und den vielleicht noch weiter zu entwickeln. In welchen Dimensionen sehen wir uns gleich an. Was spannend ist und was wir gelernt haben, ist, du brauchst jetzt nicht unbedingt Seiten, die unglaublich stark sind und so weiter. Was SGE zu lieben scheint, ist, es braucht etwas sehr Spezifisches versus eine starke Seite mit allgemeineren Informationen. Das heißt, du kannst teilweise mit Seiten ranken, die relativ wenig Text haben, zum Beispiel Glossare. Finde ich voll spannend. Kommt natürlich immer auf die Situation an, die Wettbewerbssituation, aber war sehr auffällig. So. Wir schauen uns unsere rausgrupierten Textstücke an und wir haben uns ganz viele Textstücke angeschaut und die Gemeinsamkeiten sind immer eigentlich die gleichen 5 Punkte. Nämlich in dieser Antwort wird zu diesem Thema das gesamte Thema perfekt zusammengefasst. Das heißt, du hast ja diese KI-Antwort und dann wird ja zu einem bestimmten Textschnipsel was zitiert. Diese Antwort ist meistens ein sehr ein ganzes Thema wird einfach abgedeckt, ohne Nuancen, ohne alles. Dann es hat tendenziell eine hohe Lesbarkeit. Ein praktisches Tool, was ich dazu empfehlen kann im Deutschen, ist Wortliga. Dann die Informationsdichte ist extrem hoch. Das heißt, du kannst mit einer relativ schwachen Seite ranken, wenn die Informationsdichte extrem hoch ist, sofern du in den Top 10 rankst. Und eine sehr starke Seite mit sehr viel Autorität kann es sich sogar leisten, keine kurze Antwort zu haben und wird trotzdem zitiert. Dann Einfachheit der Antwort, das heißt, die Antworten, die da zitiert werden, sind in der Regel so, was ein Einsteiger verstehen kann. Die Frage ist, wie das dann wird, je tiefer du jetzt zum Beispiel reingehst mit komplexeren Longtail-Keywords, ob das immer noch so ist, aber tendenziell sind die Antworten sehr einfach und was ein riesen Faktor ist, sogar wenn jemand eine sehr gute Antwort hat auf seiner Seite und sehr viel Autorität hat, wie du ihn ausstechen kannst, die Antwort ist weit oben auf der Seite. Und jetzt mit diesen 5 Punkten sollte dir eines klar sein. Das ist sehr ähnlich wie Featured Snippet Optimierung und Nutzerfragen, auch Box Optimierung. Was ganz wichtig ist für Content Creator, SGE mag keine gut geschriebenen, spannenden Geschichten, sondern knallharte Antworten auf das Nötigste destilliert. Und dafür wird es eine neue Art des Schreibstils brauchen, über die wir uns dann in weiterer Folge unterhalten. So, wenn wir haben uns diese Antworten angesehen, wir haben versucht, eine noch kompaktere, bessere Antwort zu liefern nach diesen 5 Kriterien. Was wir dann machen müssen, um wirklich das testen zu können, in der Google Search Console die Indexierung neu beantragen. Für alle, die nicht wissen, wie das geht, aber das solltest du bei diesem Channel kennen, ist, du holst dir deine URL, wo du irgendeine Änderung vorgenommen hast, gehst rein in die Google Search Console, dann Daten aus dem Google Index abrufen und dann drücken wir hier Indexierung neu beantragen und dann kommt idealerweise der Googlebot vorbei, weil du solltest nach deiner Optimierung mit dieser Arbeit innerhalb von maximal einem Tag einen Effekt sehen, sonst musst du nochmal nacharbeiten. So. Wie können wir jetzt, also das klingt jetzt alles sehr kleinteilig, wie können wir SGE-Optimierung jetzt direkt in unsere Content-Erstellung mit einfließen lassen? Ich habe ganz viel Expertenmeinungen zu diesem Thema gelesen. Ich habe euch jetzt die kleinteilige Variante gezeigt und manche werden jetzt empfehlen, das ist, wie die Welt jetzt dann ist. Ich bezweifle, ob es langfristig der sinnvollste Weg ist, auf einzelne Antworten zu optimieren. Wir haben ja in der letzten Folge über Keyword-Recherche besprochen, dass wir die updaten müssen. Dementsprechend müssen wir auch unsere Inhaltserstellung updaten nach Best Practices, die dazu führen oder die als Folge die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in SGE und bei Chatbots aufzuscheinen. So. Und es startet ganz basic, aber ich erwähne es einfach, damit niemand die Illusion hat, SGE ist komplett anders. Nummer 1, du willst einfach alle SEO-Grundlagen sauber umsetzen. Logische Überschriftenstruktur auf deiner Seite, On-Page-Optimierungs-Basics, gibt es ein tolles, uraltes Video davon, wo alle Sachen erklärt werden, hat sich nie was geändert, schnelle Ladezeiten,
all diese Grundlagen willst du trotzdem weiterhin machen. Also SGI basiert auf allen Grundlagen, die es bisher gibt. Dann zweitens, was meiner Meinung nach neu ist, beziehungsweise nicht neu, aber was ein größerer Fokus werden muss, ist, denke immer an das Konzept Frage und Antwort und an die umgekehrte Pyramide. Du willst immer eine kurze, einfache Antwort zuerst liefern und dann die Details. Und das führe ich jetzt weiter auf, das klingt jetzt voll trivial, es ist nicht trivial. Wir wollen das Konzept der umgekehrten Pyramide von Seitenebene bis ganz runter auf die Ebene von Zwischenüberschriften liefern. Das heißt, sagen wir mal, wir haben einen Ratgeber, dann will ich oben die wichtigsten Punkte für die Leute, die wirklich nur kurz reinschauen, das Wichtigste in Kürze liefern. Das ist schon Schritt 1 von der umgekehrten Pyramide. Dann will ich aber auch immer zu jeder Zwischenüberschrift zuerst eine Kurzantwort liefern, okay, kurzes Beantworten, und dann erkläre ich die Details und meine Gedankengänge. Ganz, 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 ganz wichtig. Im Leben allgemein und auch für SGI, zwinge die Leser nicht, deinen Gedankengängen zu folgen, sondern liefere zuerst die Antwort, also destilliert der Schluss aus deinen Gedanken und erkläre dann die Details dahinter und wie du zu diesem Schluss gekommen bist. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch hinsichtlich Optimierung auf Aufmerksamkeit, ist ein Gamechanger. Nummer 3, füge FAQs zu deinen Inhalten hinzu. Wow, ist nicht sehr neu, aber FAQs machen es für die meisten Leute einfacher, dieses Konzept Frage und Antwort umzusetzen, weil dieser Punkt ist davor, wird es jeder umsetzen können, in einer Redaktion mit sehr vielen Beteiligten, schwierig. Aber FAQs kann jeder machen. Was ich jetzt noch mehr fokussieren würde, ist, dass man sagt, okay, bei meinem Content habe ich auf jeden Fall, basierend auf dem, wie wir in der letzten Folge an Focus-Keyword, Secondary Keywords, dann diese ganzen Fragen beantwortet haben, sowas will ich dann in meinem Content liefern. Schönstenfalls, das ist kein Wort, aber jeder weiß, was ich meine, direkt im Content, wenn du es nicht anders hinkriegst, dann FAQs, Frage, Antwort-Style. Was ist das Problem bei diesem Ansatz? Dass natürlich, wenn du das so machst, die Antwort nicht weit oben auf deiner Seite ist und dementsprechend hast du einen kleinen Nachteil in SGI. Und generell, und das ist Punkt 4, das sollte vielleicht eine Grundlage sein, aber ich sehe das einfach in ganz viel Web-Content nicht. Dementsprechend glaube ich, ist es wichtig, das nochmal hervorzuheben. Nutze bekannte Modelle zur Informationsdarstellung wie Frage und Antwort, Vor- und Nachteile, Vergleiche etc., um Inhalte zu strukturieren. Der Graus sollte sein, also das Schlimmste, was dir passieren kann und das Schlechtestmögliche ist, wenn dein Web-Content wie eine Deutschschularbeit aufbereitet ist. Wie wir in der Schule Texte schreiben, ist die dümmste Art und Weise, wie man es, also Einleitung, Hauptteil, Schluss, nein, danke. Das ist nicht, wie man irgendjemandem was beibringt oder wie irgendjemand schreiben sollte, auch in einer E-Mail. Zuerst der Schluss, was ist relevant für diese Person und dann dein Gedankengang, wie du zu diesem Schluss gekommen bist. Das ist umgekehrt, wie wir Deutsch lernen, wie wir eine Schularbeit schreiben. Essentiell. Und das war es auch wieder. Ich werde sicher voll Kritik kriegen von Lehrern und Leuten, die ein Sprachstudium haben. Aber Web-Content hat einfach ein anderes Ziel. Es geht darum, Nachfrage einzufangen, die Aufmerksamkeit zu halten und dazu kannst du nicht Einleitung, Hauptteil, Schluss schreiben. Geht einfach nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.